Moin zusammen, mein Name ist Felix Heyer und ich arbeite bei Grimme als Geschäftsfeldmanager für den Bereich Gemüsetechnik. Und ich möchte heute den Azalift Kombi 1010 vorstellen. Die Kombi 1010 ist ein getragener Klemmbandroder, der zum Beispiel für Möhren, rote Beete, Knollensellerie oder Pastinaken eingesetzt werden kann. Die Maschine wird hinten in den Unterlenkern des Traktors getragen und vorne wird sie in einem Zwischenanbaurahmen eingehangen, um sie in der Höhe zu steuern. Ich möchte ein paar Highlights vorstellen. Fangen wir vorne in der Aufnahme an. Wir haben hier hydraulisch angetriebene Torpedos verbaut. Diese richten das Laub auf, das zu den Seiten herunterhängt, um es so sauber dem Klemmriemen zuzuführen. Unterhalb der Aufnahme ist ein Schar verbaut, das die Erde unter dem Produkt lockert, sodass das Produkt nicht durch den Klemmriemen durchgezogen werden kann. Der Klemmriemen ist hier mit einer Höhenautomatik ausgestattet, sodass wir zwei Schleifkufen haben, die die Höhe des Dammes tasten und danach die Aufnahme anpassen. Zudem haben wir hier die Option verbaut, dass wir die Klemmriemenhöhe in Relation zum Schar aus der Kabine heraus verstellen können. Die rotierenden Funktionen und diverse Zylinderfunktionen lassen sich über ein Touchscreen-Terminal und eine Joystick-Box aus der Kabine heraus verstellen. Für den Klemmriemen haben wir hier die Option Synchro Drive. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit des Klemmriemens automatisch in Relation zur Vorfahrtgeschwindigkeit eingestellt wird. Der Klemmriemen zeichnet sich dadurch aus, dass wir Klemmrollen verbaut haben, die mit einer Gummifeder gelagert sind, sodass wir dort keine Schmierstellen haben, was die Wartungsfreundlichkeit der Maschine erheblich verbessert. Zudem lassen sich alle Klemmrollen mit nur einem Hebel entspannen, was es deutlich erleichtert, den Klemmriemen neu aufzulegen oder zu wechseln. Gehen wir den Klemmriemen weiter hoch, kommen wir zu den Wurzelreinigern, die die überschüssige Erde von den Möhren entfernen. Und danach wird das Produkt der Messereinheit zugeführt. Die Möhre ist nach wie vor mit dem Laub im Klemmriemen geklemmt und wird dann der Messereinheit zugeführt. Diese rotierenden Leisten schneiden das Laub exakt oberhalb des Kopfes ab. Das Laub wird weiter nach hinten getragen und hinter der Maschine ausgeworfen. Und das Produkt fällt dann auf das Querband und wird dann weiter in den Überladeelevator geleitet. Gehen wir einmal hinter die Maschine, kommen wir zum Überladeelevator. Der Überladeelevator ist mit zwei hydraulisch klappbaren Punkten ausgestattet, sodass wir tief in den Anhänger des Abfuhrfahrzeugs eintauchen können, um die Fallstufe möglichst zu reduzieren. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, eine Fernbedienung für den Abfuhrfahrer bereitzustellen, sodass er die Höhe des Elevators einstellen kann und diesen auch starten und stoppen kann. Die Maschine zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. So lässt sich zum Beispiel anstelle des Überladeelevators auch eine Kistenplattform verbauen oder in der High-End-Variante sogar ein Kistenmagazin für bis zu 3 Kisten. Des Weiteren zeichnet sich diese Maschine durch ihre Schlagkraft aus, mit den Komfortfunktionen, durch die diversen Automatiken, die wir hier an dieser Maschine verbauen können. Zudem ist ein Wechselrahmen für diese Maschine erhältlich, sodass wir anstelle der Klemmbandeinheit auch eine Siebkette verbauen können. Das wird dann interessant, wenn das Laub zur späteren Jahreszeit nicht mehr so vital ist und abreißen würde, wenn wir mit dem Klemmband roden. Mit der Siebkette können wir dann diese Maschine fast das ganze Jahr über nutzen. Wenn Sie Interesse an dieser Maschine haben, dann sprechen Sie uns gerne an.